Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Hornet und mit Smokey. Heute mein Lieblingsthema, also bitte bleibt dran. Es geht um Variation oder wie es im Englischen auch heißt, Augments. Ich weiß, das ist ein Thema ohne Boden. Ja, das ist ein endloses Thema, aber warum ich das anspreche? Ich habe einen Videovorschlag bekommen und das Witzige ist, ich habe kürzlich einen Stream gemacht und ich muss hier Anwesenheitskommentare einfügen. Also, einführen. Denn ich weiß nicht, ob das Zufall war oder wie gesagt, ja, wenn ihr das hier seht, Anwesenheitskommentar, bitte. So, nein, aber jedenfalls, ich habe in einem Livestream darüber geredet, ja, dass man zu den Variationen ja mal so ein Tierlist-Video machen kann, ne? So Bewertung, was Gutes, was Schlechtes. Und dann habe ich ja auch mal in einem Video darüber geredet, was kürzlich erschien. Und lustigerweise aber der Videovorschlag, ja, der Kommentar dazu, der kam noch bevor das Video online war. Also, ja gut, keine Ahnung, ob Zufall oder nicht, ist ja auch egal. Aber ich tue mich sehr schwer damit. Und eine Sache, bevor ihr abschaltet, ja, gleich vorweg, weil das möchte ich hier zeigen, einfach damit es nicht untergeht. Ich habe mich mal ein paar Minuten hingesetzt und mal meine Idee versucht aufs Papier zu bringen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein UI-UX-Mensch. Das ist nicht meine Aufgabe, irgendwie schöne Interfaces zu entwickeln, die benutzerfreundlich sind. Ja, das ist mir egal. Na gut, mir ist es nicht egal als Benutzer, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist nicht mein Beruf. So, aber egal. Es ist ja eine Sache, ja, es ist ganz einfach, über irgendwelche Dinge zu quatschen und sich zu beschweren, aber mal Lösungsvorschläge zu liefern, ne, oder wie man sich das vorstellt, das ist die andere Sache. So, habe ich jetzt mal gemacht und ich blende das mal hier exemplarisch für eine Variation ein, wie ich mir das vorstelle mit den Informationen, die mir persönlich tatsächlich bei einer Variation wichtig sind, um zu entscheiden, ob ich diese Variation nehme oder nicht. Und das habe ich halt hier mal versucht darzustellen in diesem Informationsblock, sage ich mal, zu der Variation. Hier am Beispiel der sortierten Munition. Und natürlich muss man sich dann halt bei solchen Sachen auch die Frage stellen, du musst ja eine gewisse Anzahl an Informationen, mal mehr, mal weniger, auf einen, sage ich mal, beschränkten, begrenzten Bildbereich bringen. Wenn du jetzt da mehr Wörter hinschreibst, ja, dann füllst du die Seite recht schnell, also benutzt man vielleicht Icons. Die Icons müssen aber auch irgendwie so sein, dass sie natürlich interpretierbar sind, dass man auch damit etwas anzufangen weiß. Das ist dann natürlich halt so eine gewisse Schwierigkeit, aber egal, das ist so mein erster Entwurf, wie ich mir das vorstelle. Das heißt ja nicht, dass das tippitoppi ist, aber so hätte ich mir das vorgestellt oder würde mir das persönlich schon helfen, dass ich halt weiß, ja, das sind die Vorteile einer Variation, das sind die Nachteile einer Variation, ja, dass ich schneller schieße beispielsweise oder dass die Nachladezeit um 10% verkürzt ist. Und so weiter und so fort. Solche Sachen. Ne? Ich habe versucht, das mal so ein bisschen darzustellen. Ich hoffe, ihr versteht die Idee. Und das würde mir persönlich halt schon viel mehr bringen, als immer ins Tanky-Wiki zu gucken, ja, ob ich mit dieser Variation etwas anfangen kann oder nicht. Also das erstmal dazu. Ja? Das wäre schön, wenn es so ein Update gäbe, weil das wäre für mich einfach nur ein Traum. Wie man das am Ende darstellt, keine Ahnung. Ja? Das ist jetzt, wie gesagt, nur also ein kleiner Entwurf. So. Aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Aber ich wollte wenigstens mal eine Lösung liefern, ja? Bevor jemand sagt, ja, du meckerst ja nur rum. Gut, hat keiner gesagt, außer wenn ich das jetzt sage, dann wird das jemand in die Kommentare schreiben. Ich warte 3 Sekunden. So, also hoffe ich, dass ich jetzt einen Kommentar lesen kann. Dazu. Na gut. Aber kommen wir nun zu der Videoidee und warum ich mich damit so schwer tue. Auch da habe ich mir Gedanken gemacht, ob sich das lohnt oder nicht. Ja, ich wollte das nicht einfach jetzt kategorisch ablehnen und sagen, nö, mache ich nicht, habe ich keinen Bock, sondern schauen, lohnt sich das. Die Videoidee war oder der Vorschlag oder die Frage war, ob ich nicht halt eben die Variation in einem Video zeigen könnte mit den ganzen Vor- und Nachteilen, die sie haben. Und das halt zeige. Plus halt dann, ja, wie ich die ganzen Variationen bewerte und so, ne? So, bisschen persönliche Meinung und ein bisschen zeigen. Das Problem ist, so ein Video wäre extrem umfangreich, weil es halt einfach sehr, sehr viele Variationen gibt. Es gibt natürlich welche, die sind übergreifend, ja, also irgendwelche EMP-Variationen oder Kälte-Variationen, die sind natürlich für alle Waffen, sage ich mal, gleich. Mag sein, dass es da vielleicht kleine, feine Unterschiede gibt, aber im Prinzip sind die ja dennoch gleich. Dann gibt es aber noch sehr, sehr viele, die
einzigartig für jede Waffe sind. Ja. Die generellen kann man halt, sage ich mal, im Vergleich dann schnell erledigen. Also, was heißt schnell? Ja, dauert natürlich trotzdem, aber ihr wisst, was ich meine. Nur die ganzen einzelnen zu beleuchten, das ist dann nochmal eine deutlich schwierigere Aufgabe in Form von Zeitaufwand. Ja, das wird dann die Schwierigkeit, das alles zu zeigen. Plus, ich kann ja auch nicht mal alles zeigen, ja, weil mir ja selber viele Variationen fehlen. Das heißt, über viele kann ich einfach nur dann kurz berichten, was die machen. Da ist aber auch die Frage, ob das sinnvoll ist, ob das einen Mehrwert bietet. Weil jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt eine Variation raus, die besitze ich nicht. Und die hat zum Beispiel als Effekt, erhöht die Reichweite um 20%, keine Ahnung, lässt die Kugeln 10% schneller fliegen und verringert den Schaden um 15%. Irgendwie sowas, ja, keine Ahnung. Jetzt einfach nur mal so als Beispiel. Jetzt kann ich das erzählen, aber es ist was anderes, ob ich das jetzt einfach nur sage oder auch tatsächlich zeige, damit man mal weiß, was heißt denn das eigentlich, 20% mehr Reichweite? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ja, wenn ich statt 60 Meter beispielsweise dann auf einmal 72 Meter habe. Ja, diese 12 extra Meter, die da hinzukommen würden mit dieser Variation. Was heißt denn das genau auf dem Spielfeld hier? Ja? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das viel? Ist das wenig? Sowas, ne? Das kann man sich halt nur dann tatsächlich vorstellen, wenn man es auch sieht, ja? Das macht es halt natürlich einfacher als irgendwie, ja, könnte vielleicht ganz gut sein. Ja, und wenn ich das selber nicht überblicken kann, was das genau macht, wenn man halt keine Gegenüberstellung hat. Das ist die Waffe normal und das ist die Waffe mit der Variation. Und dann zeigt man das, ja. Links hast du halt normal, rechts hast du mit Variation und dann sieht man mal die Unterschiede. Das ist deutlich besser für die eigene Bewertung, als halt einfach nur runterzuzählen, wie es denn damit aussieht. Ja. Vor allem, wenn ich die selber nicht habe, dann kann ich halt auch nicht sagen, ja, kann sich lohnen, kann sich nicht lohnen. Ja, das heißt also, allein schon der Vollständigkeit halber wäre dieses Video über alle Variationen nicht so sonderlich hilfreich. Ja? Dann käme noch hinzu der Fakt, dass es ja auch sein kann, dass sich Variationen ändern. Also ein prominentes Beispiel, was mir direkt einfällt, ist zum Beispiel die Variation Stellarator für Schaft. Als sie rauskam, ich habe sie auch recht flott bekommen. Ich glaube, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag hatte ich die dann. Habe die dann ausprobiert und das war ja super. Und hätte ich jetzt schnell ein Video gemacht, damit Leute sich auch ein Bild davon machen können, ja, dann hätte ich das Ding eine kurze Zeit später wieder runternehmen können, weil sich dann die Variation auf einmal geändert hat. Denn die Anfangsvariation war so vorgesehen, dass der Schaden konstant ist. Also egal, ob du jetzt MK7, MK1, MK5 hast, spielt keine Rolle bei dieser Variation. Der Schaden ist immer der gleiche. Wurde dann natürlich geändert. Ja? Wurde dann natürlich geändert. Aber hätte ich das jetzt gesagt, ja, so und so ist der Schaden immer, ja, also holt euch diese Variation, wenn ihr könnt, ja, weil ihr dann auf einmal eine super Waffe habt, in dem Fall schafft, ohne sie zu verbessern. Und das war ja auch der Fall. Nur nach diesem Update ist ja dann die Einschätzung dieser Variation eine völlig andere. Ja? Aber das heißt, dann hätte ich ein Update geben müssen oder das Ganze erst später machen müssen. Aber wann ist denn später? 2 Wochen später? Einen Monat später? Und dann ist ja auch noch die Sache, das Gute an einem Video wäre ja, wenn die Frage kommt, hey, was empfiehlst du, kann ich immer auf dieses Video verweisen. Ja, das stellt ja nur die Momentaufnahme dar und auch nur mit den Variationen, die es zu dem Zeitpunkt eben gab. Neue Variationen, die vielleicht deutlich besser sind als die es vorher gab, sind ja in dem Video nicht abgebildet. Das heißt also, ich müsste sagen, ja okay, ich habe hier dieses ewig lange Video, was du dir ansehen kannst mit, keine Ahnung, 100 Variationen, ja, aber das ist nicht so wichtig, ja, weil eigentlich gab es in der Zwischenzeit noch 3 weitere Variationen für Smokey oder für Hammer und das musst du dir auch noch angucken. Ja, ihr versteht, auf was ich hinaus will, ne?
der Aufwand, den ich damit hätte und der Nutzen, der wird halt über die Zeit immer weniger. Damit habe ich dann halt ein Problem, ja, dass ich halt für mich jetzt nicht unbedingt den großen Nutzen sehe, euch damit eine große Hilfe zu sein. Wie gesagt, vor allem, weil ich halt auch selber viele Variationen nicht habe, ne? Das wäre dann einfach nur so ein, ja, vielleicht ist das gut, vielleicht auch nicht. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht, aber keine Ahnung, ob sich das tatsächlich lohnt. Sowas wäre das dann. Das Einzige, was ich halt machen könnte, wäre zu den Sachen, die ich habe, ein Video zu machen. Vielleicht nochmal zu den allgemeinen Sachen, die halt sowieso immer gleich sind. Also, wie gesagt, Variationen, die halt den Gegner verbrennen lassen oder einfrieren lassen, sowas halt, ne? Ja, darüber kann man natürlich so ein Standardvideo machen, aber hat das auch den großen Mehrwert? Keine Ahnung. Das andere, was ich halt machen könnte, wäre halt nur, dass ich halt meine persönlichen Lieblinge, die ich habe, einfach zeige. Das wäre deutlich weniger und ich kann tatsächlich das Ganze zeigen. Ja? Das wäre halt das, was sich lohnen würde in der Schnittmenge. Ja, dass das halt einerseits ein bisschen informativ ist, weil man da auch tatsächlich etwas sieht, auf meinen Einschätzungen beruht, weil ich die Sachen ja habe. Ob das halt dann am Ende irgendeiner Person hilft, sei mal dahingestellt. Aber das wäre halt so etwas, das bringt vielleicht noch am meisten Mehrwert. Ja? Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Das könnte man machen, ja? Dass man halt einfach pro Waffe 2, 3 vorstellt, je nachdem, ob ich die halt gut finde oder nicht. Ja? Aber auch dann muss man sagen, das ist ja nur meine persönliche Sichtweise. Ja, es gibt halt Leute, die spielen halt einfach anders. Ja, für die sind andere Variationen relevant. Aber das wäre so ein Mittelding, wo ich noch das Ganze akzeptieren könnte. Aber es wäre halt nicht dieses vollständige Video, was man sich vielleicht erhofft und was, wenn alles in einer prima Welt, ja, so sein würde, dass sich da auch nie was ändert und dass ich alles hätte, ja. Ja gut, und auch die Zeit. Dann könnte man das machen. Aber wie gesagt, über die Zeit wird einfach dieses Video deutlich weniger relevant, ja, weil halt einfach in der Zwischenzeit mehr hinzugekommen ist, vielleicht sich irgendwelche Sachen geändert haben. Und dann ist halt die Einschätzung, dass Variation A das Beste ist, was man haben kann, vielleicht nicht mehr richtig. Ja, das wollte ich jedenfalls hier mal... Alter, wir haben schon 12 Minuten hier. Ich wollte sagen, das wollte ich hier wenigstens in ein paar Minuten abarbeiten, aber ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen hier verquatscht, aber ich wollte es einfach mal loswerden. Ja, damit es halt nicht so klingt wie ein, ja, darauf habe ich keinen Bock, sondern dass man auch versteht, warum ich darauf keine Lust habe. Ja, ist, wie gesagt, also natürlich, ich verstehe das, ja, aber für mich wäre der Aufwand viel zu groß für das, was es am Ende bringt. Und deswegen, da wäre halt die einzige Möglichkeit so als Kompromiss und was tatsächlich vielleicht ein bisschen was bringen würde, eben genau meine Favoriten zu zeigen. Das heißt natürlich nicht, dass das Beste ist, was man haben kann, aber ich kann ja nur das zeigen, was ich habe. Ja, ist halt einfach so. Gut, aber ich wollte das hier an dieser Stelle dennoch erwähnt haben, weil das ja etwas ist, was halt immer mal wieder kommt. Und das ist ja auch berechtigt, dass man halt wissen möchte, was soll ich denn nehmen? Ja? Was sollte ich denn nehmen? Ich habe jetzt hier irgendeine Waffe komplett voll verbessert, ja, und jetzt gibt es vielleicht irgendein Event, wo man sich Variation als Gewinn raussuchen kann. Aber was soll ich denn nehmen? Also zum Beispiel, ja, jetzt gibt es irgendwo zu gewinnen Autokanone oder sortierte Munition und Excelsior und Pulsar. Und ich kann mir jetzt eine aussuchen. Ja, welche sollte ich denn nehmen? Na? Kleiner Tipp, nehmt Excelsior. aber wisst ihr, dann wäre es natürlich gut zu sagen, ja, guck mal hier, ich habe ein Video vollständig mit allem drum und dran und dann kannst du dir hier wunderbar fundiert deine Meinung bilden und dann halt entsprechend deine Belohnung auswählen, ja. Aber ist halt nun mal nicht der Fall. Deswegen, genau, kann ich halt nur so meine persönlichen Favoriten zeigen und vielleicht hilft das der einen oder anderen Person, vielleicht auch nicht, ja. Aber genau, das wäre halt so das Einzige, was irgendwo noch akzeptabel wäre. Übrigens, ich verstehe das nicht. Macht doch daraus kein Geheimnis, was hier noch an Variationen fehlt.
Mach doch daraus kein Geheimnis. Zeig doch einfach, was mir persönlich hier fehlt. Was sollen denn die Fragezeichen? Mann, 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 Mann. Einfach ausgegraut, hier, guck mal, das fehlt dir noch, ja? Nee, da muss ich dann auch wieder ins Tanky-Wiki gehen und gucken, okay, die gibt es, die habe ich, aha, die fehlen mir. Ach, Mann, 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 Mann. So. Ah ja, muss man sich hier mal wieder aufregen. Ja, wie gesagt, ich wollte das hier einfach nur mal an dieser Stelle erwähnen, weil ich das natürlich nachvollziehen kann. Ich wüsste auch gerne, was gut ist und was nicht. Ne? Ist natürlich klar. Ja. Aber wie gesagt, also von mir kann man das halt nicht erwarten. Von mir kann man das nicht erwarten, dass ich das mache. Ja. Wie gesagt, ich hab einen Screenshot euch gezeigt, wie man direkt auch ein paar Informationen darstellen kann. Klar, da kann man natürlich dann wieder sagen, das ist ja wieder das gleiche Problem, ja, das sind irgendwelche Informationen, ich kann mir damit nicht viel vorstellen. Ja, aber du weißt ja wenigstens, was die dann macht. Das ist es ja. Du siehst das ja direkt auf den Blick. Und das ist etwas, was Tanky beeinflussen kann. Ich sag jetzt nicht, das kann Tanky von heute auf morgen machen. Nee, da müssen halt natürlich erstmal Überlegungen angestellt werden. Wie macht man das am besten, ja? Wie stellt man diese Information dar, dass das für jeden oder wenigstens für 99% verständlich ist und so weiter und so fort. Das braucht ein bisschen, das ist mir schon klar. Aber das ist etwas, was Tanky beeinflussen kann. Dafür, also Entschuldigung, ja, aber müsste ich ein Video machen, wie ich einfach nur das vorlese, was die Variation macht? Also, jetzt mal ehrlich. Das ist doch bescheuert. Ja. Insofern, also wie gesagt, auch wenn ich das, also, ne, es bringt halt nicht viel, ne? Es bringt halt einfach nicht viel. So. Jetzt wollte ich mich auch nicht darüber aufregen. Ja, das ist ja natürlich berechtigt. Und das sollte jetzt nicht klingen, weil ich gesagt habe, das ist völlig bescheuert. Nicht die Frage danach ist bescheuert, ja, so ein Video zu machen. Nein, aber ich meine, wenn es die Auswahlmöglichkeit gäbe, Tanky Online bietet die Informationen an oder ich muss ein Video machen, dann wäre es bescheuert, dass nur die Option bliebe, ich muss ein Video machen. Ja, weil solche Informationen kann ja Tanky direkt zur Verfügung stellen. Wisst ihr, was ich meine? So. Guti. Ich habe mich jetzt wirklich ziemlich lange mit diesem Thema aufgehalten, aber das muss ja einfach mal raus. Ja? Puh, also ich hoffe, ihr versteht das. Ne? Ich weiß, zukünftig werden weiterhin Fragen kommen, was sich denn lohnt und was nicht. Und solche Fragen kann ich ja natürlich beantworten. Und wenn ich so ein Video mache, wo ich halt meine persönlichen Favoriten zeige, natürlich, dann kann ich darauf verweisen. Sagen, ja hier, wenn du wissen willst, wie meine Meinung zu irgendwelchen Variationen ist, dann guck dir das Video an. Ja? Aber natürlich auch nur zu den von mir handerlesenen Variationen, nicht zu allen. Ne, das ist klar. Genau, aber das wäre halt natürlich eine Möglichkeit. Ne? Aber so ein vollständiger Tanky-Wiki-Beitrag in Videoform, ja, da tut's mir leid, aber das ist viel zu viel Aufwand für den Nutzen, den es halt bringt. Und das ist halt nicht viel. Ne? Das ist halt nicht viel. Alter, den kriege ich noch runter, ne? Den kriege ich noch runter, passt mal auf. 1,7 habe ich, 1,7. So, aber ich gebe nicht auf. Den Kollegen, den kriege ich noch auf 0. Passt mal auf. Alles klar, jetzt wurde er mir geklaut. Aber den hätte ich auf 0 bekommen. Der soll mal aufpassen, wenn ich hier meinen Overdrive habe, ne, dann ist er komplett weg. Dann kann er einpacken. So, ich jag ihn jetzt persönlich. Oh, wo ist er denn? Wo ist er? Och Mann. Da haben wir schon wieder so einen Kollegen. Ach, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Wo sind er jetzt schon wieder? Aha! Ach, kommt jetzt. Jetzt kommen die ganzen Leute hier auch noch an. So, Moment. Ja, der... Ich werde gleich extra irgendwas nehmen. Nur für ihn. Nur für ihn persönlich. Boah, der geht mir so auf die Nerven. So, ich habe jetzt meinen persönlichen Feind auserkoren für dieses Match. Ihn. Und nur ihn. Ist mir egal, ob wir verlieren oder nicht. Ja, aber irgendwo gibt es Grenzen. Und die wurden überschritten. So.
Alle anderen sind mir egal. Die sind Hupsala, nur Kanonenfutter. Gut. Ich werde jetzt irgendwas nehmen, ja, was ihn so richtig aufregen wird. So, keine Ahnung, aber erst einmal Schutz. Schutz gegen ihn und dann vielleicht irgendeine andere Waffe. Ich weiß nicht, hat der Hammerschutz? Habe ich nicht nachgeguckt. Aber komm, wir probieren's. Ich gehe hier all in. So, ich kenne keine Gnade. Jawohl. So, wo ist denn der Kollege hier? Hä? Ja, komm mal her. Ach, kommt. Ey, die ganzen Leute mit ihren Minen, ne? Das ist ja... Oh, da ist er. Ich rieche ihn schon. Ja, ist er. Ja. Komm nur. Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Er hat sich selber vernichtet. Das zählt nicht. Oh. Er muss durch meine Waffe fallen. Ich sag's euch, das regt mich richtig auf. Da ist er. Jetzt wird gekloppt, du. Dass der auch so Glück hat, ne? Dass der so Glück hat, dass die alles vermint haben, wo ich bin. Ich werde nicht aufgeben. Eines Tages kriege ich ihn noch. So, haben wir hier wieder auch 100.000 Minen platziert? Nein? Noch nicht? Ja, ich bin enttäuscht. Ey, wenn ich hier sowas sehe, ne? Da kriege ich einfach nur einen Kotzreiz. Oh, bitte, hört doch auf damit. Das ist doch nicht mehr zum Aushalten. Diese ganzen Minen. Alter, ey, ein Schuss. Ein Schuss und er war weg. Puh, wo ist er denn? Wo ist er? Ey, wenn er jetzt seine Waffe gewechselt hat, ne, dann regt es mich noch mehr auf. Wie gesagt, mir ist es egal, ob wir verlieren, ja? Ich bin jetzt hier wie so ein Spürhund. Und ich werde ihn finden. Und dann geht er kaputt. Und was ist hier schon wieder los? Was schießt ihr euch denn hier gegenseitig an? So, wo ist denn der jetzt? Ah ja. Puh. Jetzt mal ehrlich, wo ist denn der hin? Muss er sich aufladen? Versteckt er sich irgendwo? Hat er Angst vor mir oder was? Leute. Sehr gut. Aber das reicht alles nicht. Ach komm. Ja, sicherlich. Natürlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt hat er auch noch Hammerschutz genommen und Freeze. Habe ich ihn jetzt so genervt? Bin ich so gut? Dass er sich so genervt fühlt? Ich kriege... Ist mir egal, der kann auch 100% Schutz haben. Juckt mich nicht. Ich krieg ihn trotzdem runter. Mathe-Profi. 2 plus 2 ist 4. So, oh, 3 auf einmal, Alter. 3 auf einmal. Oh, ist das gut. Ja. Wo ist er denn hier? Die sollen sich mal trauen, aber ich habe meine KD gut verbessert. Oh, ich bin Platz 1. Schön. Ja. 50% gegen Hammer. Wie viele Hammer-Spieler gibt es in diesem Team? Oh, es gibt nur einen mit Hammer. Ey, Alter. Der geht noch drauf. Ich sag's euch, ja? Der geht noch drauf. Ich habe noch 4 Minuten. Und wenn wenigstens einmal. Also, ey, das Ding drucke ich mir aus und kleb's mir auf den Kühlschrank. Ja. Uiuiuiui. Müssen wir mal ganz kurz einen Rückzug antreten.
Diese ganzen Minen, ey, diese ganzen Minen, das nervt mich so brutal. Das macht das, also wirklich, aber das Ding kann weg, ne? Das Ding kann weg. Diese ganzen Minen, die können weg. Die Minendrohne kann weg. Dass die Minen liegen bleiben, das kann weg. Kann alles weg. Brauchen wir hier nicht. Ach komm. Ach komm. Wo versteckt er das? Ich werd jetzt von der anderen Seite kommen. Damit rechnet er nicht. Oh, ich hoffe, mich sieht kein Gegner in der Zwischenzeit und gibt mir hier richtig was auf. Boah, das ist doch schon wieder hier zum Kotzen. Ich versuch doch nur... Wer hat sich denn hier schon wieder beschwert? Hm? Wer hat sich hier schon wieder beschwert? Hm? Mann. So. Ach so. Ja, nee, Kollege. Ach so, der hat ja bestimmt auch noch Armadillo drauf, ne? Ja, hat er. Alles klar. Bringt ja auch gar nichts. Bringt dann auch nichts, mit einem Overdrive darauf zu kloppen. Der hat ja auch noch Armadillo. Na, supi. Aber trotzdem, den kriege ich noch, ja? Den kriege ich noch. Ich kann ja auch noch vielleicht die eine oder andere Granate werfen oder so. Vielleicht bringt das ja was. Wo ist denn jetzt hier schon wieder der Ball? Hm? Sind die hier oben, oder was? Ja, keine Ahnung. Ach, Herr Jemine. Das wird nichts. Das wird nichts. 12:23, ne? Ich gehe nur noch auf ihn hier. Bis es klappt, ja? Einmal wenigstens. Mehr will ich doch gar nicht. Ach, Hilfe. Puh, was machen wir denn? 12:24. Ich war mal Platz 1. Nur so als Information. Danke. Der geht mir so... Ich weiß nicht, hätte ich Easy da genommen, hätte er bestimmt Easy da Schutz genommen. Oder so. Locker. Boah. Jetzt komm, Mann, Leute, klaut die mir nicht. 50 Sekunden, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Das ist traurig. Das ist traurig. Upsala. Aber hey, ich habe es geschafft, nicht hinzufallen. Tja, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. 50% Schutz mit allem drum und dran, das ist dann doch ein bisschen zu viel, ne? Selbst kritische Treffer lohnen sich hier nicht. Dankeschön. Ja, aber gut, okay. GG. So, haben wir wenigstens nicht verloren. Das ist doch auch etwas. Ja, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, dass das nichts wurde. Ja. Das hätte ich mir gewünscht, ne? Das hätte ich mir auch gegönnt. Das hätte ich gesagt, ja, das habe ich mir verdient. Ja? Das habe ich mir verdient. Ja. Na gut. Egal, ich guck mal, vielleicht landet man ja in der gleichen Schlacht oder so und dann hau ich ihn weg. Extra wechseln, zack, 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 bam, bam, bam und dann rausgehen. Hauptsache Nerven. Und ist er hier irgendwo? Nee, sehe ich nicht. Gut, dann gehen wir raus. Oh, ich sag's euch, den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Aber gut, okay, wir sind auch schon recht weit fortgeschritten hier in der Zeit. Also insofern bleibt mir eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ja, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Weiß ich nicht. Vielleicht nehmen wir mal was anderes fürs nächste Mal, wenn ich ihn nochmal sehe. Wobei, ich habe schon längst seinen Namen wieder vergessen. Ja, unbedeutend, die Leute. Unbedeutend. Gut, aber ich hoffe, das war ein bisschen informativ, das Ganze.
Und ja, hat halt einfach mal so ein wenig Einblick in meine Gedankenwelt gegeben. Die Schlacht lädt natürlich auch nicht. Ach so, jetzt. Oh, ist er hier irgendwo? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, der hat Angst bekommen. Ne? Der ist jetzt in seiner Garage. Traut sich gar nicht mehr raus. Gut, Freunde, macht es gut oder besser. Rinjehauen. Ist ja klar.